Namibia. Das Land mit unendlich weiten Wüstenlandschaften und stürmischer Küste. Mit wilden Tieren und exotischen Pflanzen. Mit geschichtsträchtigen Orten und Orten der Einsamkeit. Einfach zu bereisen und doch so fremd. Begleite uns auf unserer Reise durch das wilde Namibia. Wir sind Robert und Kati und in den vergangenen 6 Monaten mit unserem alten Land Rover Defender entlang der Westküste Afrikas von Deutschland bis nach Namibia gefahren. Wir gönnen uns eine kleine Pause auf einer Farm und bringen unseren Defender wieder auf Vordermann. Von Windhoek aus starten wir in den Süden und rollen Namibia von unten auf. Wir sind ziemlich weit im Süden von Namibia, am Fish River Canyon, dem zweitgrößten Canyon der Welt. Der Canyon ist etwa 160 Kilometer lang und bis zu 27 Kilometer breit und an einigen Stellen über 500 Meter tief. Er ist der größte Canyon Afrikas und nach dem Grand Canyon in den USA der zweitgrößte der Welt. Er entstand vor rund 500 Millionen Jahren durch Flusserosion und Hebung der Erdkruste. Seinen Namen hat er vom Fish River, dem längsten Fluss Namibias. Dieser fließt aber nur saisonal und in der Trockenzeit ist der Canyon größtenteils ohne Wasser, was Wanderungen im Canyon möglich macht. Wir tauchen im Hinterland in die Namib-Wüste ein. Sie ist eine der wenigen Küsten- und Nebelwüsten der Erde, da sie direkt am Atlantik liegt. Sie zieht sich mit über 2000 Kilometer Länge vom Süden Angolas bis zum Oranje, dem Grenzfluss zu Südafrika. Wir sehen Tiere, die in diesen harten Bedingungen leben und Pflanzen, die den Gegebenheiten trotzen. Köcherbäume zum Beispiel, die ja eigentlich keine Bäume, sondern eine Aloenart sind und äußerst gern auf Steinen oder an Hängen wachsen. Am Wegesrand finden wir einen Kandidaten, der die harten Wüstenbedingungen wohl nicht so gut überstanden hat. Er liegt schon etwas länger hier und musste sogar für Schussübungen herhalten. Wir lassen uns in einem Camp inmitten der Wüste nieder. Es ist sehr einfach, aber mit eigener Dusche und einem Ofen für warmes Wasser. Dieses Camp haben wir ganz für uns allein. Wir stehen im Amoskluft Camp, das liegt an einem so einem kleinen Bergrondell und der Inhaber von dem Camp, der David, hat rund um das Rondell so einen kleinen Wander- bzw. Spazierweg gelegt, aber nicht einfach nur so rum, sondern immer schön hoch und runter und unter anderem mit total süß, also mit so einzelnen Stationen. Hier zum Beispiel ist ein Fotoframe Hinweisschild, ich zeige euch es mal und da kann man dann schöne Fotos machen. Da ist das Fotoframe. Und da hinten, wo Robert steht, ist das Loch für das Foto. Ist das nicht süß? In den meisten Lodges in Namibia finden wir preislich sehr unterschiedliche Angebote vor. Zimmer und kleine Bungalows kosten gern bis zu 500 € pro Nacht. Hier treffen wir auf weitere Reisende, denn die Zimmer in den Lodges sind zur Saison durchaus ausgebucht. Plätze zum Campen
werden für rund 20 € pro Nacht angeboten. Auch hier finden wir immer eine eigene Dusche, WC und Feuerstelle vor. Die Feuerstellen haben wir besonders in unser Herz geschlossen, denn die Versorgung mit frischen Lebensmitteln ist in Namibia äußerst einfach und gut. Entlang am ehemaligen Sperrgebiet eines riesigen Diamantenabbaugebietes fahren wir ganz in den Süden. Es ist total verrückt, ich kann es kaum glauben. Wir sind ganz im Süden von Namibia, direkt an der Grenze zu Südafrika. Was einfach schon da drüben ist der Wahnsinn. Wir fahren entlang am Orange River. Er entspringt im Hochland von Lesotho, mündet nach über 2000 Kilometern als Grenze zwischen Namibia und Südafrika im Atlantik. Von hier aus führt unsere Reise wieder nach Norden und wir machen einen Stopp in Kolmanskuppe. Nach dem Fund von ersten Diamanten wurde hier 1908 eine Stadt mitten in der Wüste erbaut. Es gab kein Wasser, kein Regen, keine Erde, in der auch nur das Geringste hätte wachsen können, keinerlei Infrastruktur. Nur Sand, regelmäßig heftige Sandstürme und eine unbarmherzige Hitze. Trotzdem wurde sie schnell zur damals reichsten Stadt Afrikas. Alle notwendigen Dinge, wie zum Beispiel Wasser und Lebensmittel, wurden aus dem 1000 Kilometer entfernten Kapstadt in Südafrika herangeschafft. Die komplette Infrastruktur dagegen wurde gleich aus Europa importiert. Trotz der lebensfeindlichen Umgebung lebten hier in Hochzeiten bis zu 3500 Menschen und es entstanden Steinhäuser nach deutschem Vorbild. Zur Infrastruktur gehörten zum Beispiel ein Elektrizitätswerk, ein Krankenhaus mit der ersten Röntgenstation auf der ganzen Südhalbkugel, ein Tante-Emma-Laden, eine Metzgerei, ein Ballsaal mit Theater, Thronhalle, Großküche, Kegelbahn und eine Schule. Nicht zu vergessen ein Salzwasserschwimmbad und eine Schmalspurbahn für den Transport von Waren und Personen innerhalb des Ortes. 1930, nur 22 Jahre später, war der Spuk schon wieder vorbei. Die Diamanten waren eingesammelt und die Stadt wurde nicht mehr benötigt. Also wahnsinnig faszinierend, unheimlich interessant, das Ganze zu sehen, aber auch, schon denkwürdig, was man hier in der Wüste alles so gemacht hat, nur um Diamanten abzubauen. Nach und nach verließen die Menschen sie wieder und überließen die Häuser inklusive ihrer Einrichtungen dem Sand. Und der holt sie sich jetzt wieder zurück. Im nahegelegenen Lüderitz, bekannt für sein raues, windiges Klima mit kühlen Temperaturen, übernachten wir auf der Halbinsel Shark Island. Sie ist ein weiterer geschichtsträchtiger Ort in Namibia. Während des Namaskrieges fand sich hier von 1904 bis 1912 ein Lazarett sowie Konzentrations- und Internierungslager, in dem tausende Menschen den Tod fanden. Heute ist der Ort ein Gedenkort und wurde zu einem weitläufigen Campingplatz ausgebaut. Namibia liegt im Südwesten Afrikas und ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Namibia war von 1884 bis 1915 eine deutsche Kolonie und bekannt als Deutsch-Südwestafrika. Nach dem Ersten Weltkrieg unter die Verwaltung Südafrikas gestellt, erlangte Namibia erst 1990 seine Unabhängigkeit. Die deutsche Kolonialvergangenheit spiegelt sich noch heute in der Architektur und Kultur wider. Insbesondere in Städten wie Windhoek und Swakopmund sind die deutschen Einflüsse immer noch stark spürbar. Namibia hat ein trockenes und heißes Klima in den Wüstenregionen. Aktuell leidet das Land unter einer der größten Dürreperioden der letzten 100 Jahre, was sogar dazu führt, dass Tiere wie Elefanten und Zebras gezielt getötet werden müssen, um die Wasserreserven zu schonen
und die unter der Dürre leidenden Einwohner mit Nahrung zu versorgen. Die staubigen Pisten und sich immer wieder ändernden Landschaften sind aus der Vogelperspektive besonders gut zu erkennen. Wir fahren vorbei an einer riesigen Oryxherde. Sie haben sich besonders gut an die harten Bedingungen angepasst und können mehrere Wochen ohne Trinkwasser auskommen. Das benötigte Wasser bekommen sie aus ihrer Nahrung. So ungefährlich sie auch scheinen, so können sie doch mit ihren bis zu 80 cm langen Hörnern einen Löwen töten. Zurück in der Wüste suchen wir einen magischen Ort. Dead Fly im Namib-Naukluft-Nationalpark. Wir haben das große Glück, den Ort für uns allein zu haben, denn üblicherweise ist es hier sehr voll. Wir lassen die Ruhe und die Magie dieses Ortes auf uns wirken. Die Bäume in der weißen Tonpfanne, umgeben von roten, riesigen Dünen. Vor über 900 Jahren haben die Dünen dieses Gebiet hier trockengelegt, diesen Flusslauf, und seitdem der Wüste überlassen, der Sonne überlassen und dem Wind überlassen. Und diese alten, trockenen Bäume, die übrig geblieben sind, sind dann dadurch mittlerweile über 1000 Jahre alt. Das ist einfach verrückt. Das sieht so verrückt aus. Nach der Leere und Ruhe im Park sind wir überrascht, dass der Campingplatz am Eingang ausgebucht ist. Da die Sonne bereits untergeht, haben wir aber Glück und dürfen am Rand des Platzes übernachten. Nach unserer Nacht am Zaun, die gar nicht so schlecht war, starten wir jetzt nach Walvis Bay. Und da versuchen wir einfach mal auch vielleicht ein paar Tage zu bleiben und ein bisschen runterzukommen, weil wir waren ganz schön schnell unterwegs die letzten Tage. Auf unserem Weg nach Walvis Bay kommen wir durch Solitär. An diesem Knotenpunkt treffen wir auf mehrere Touristengruppen und selbstfahrende Urlauber. Solitär ist ein Knotenpunkt hier unten in Namibia zwischen Walvis Bay, Windhoek und der Wüste in Sossusvlei. Nicht mal ein Ort, sondern nur eine Siedlung, aber bekannt für den besten Apfelkuchen der Welt. Und hat sowohl eine Tankstelle, einen kleinen Lebensmittelmarkt und die Bäckerei. Und das genießen wir gerade. Jetzt sind wir am südlichen Wendekreis, nachdem wir den nördlichen Ende 24 in der Westsahara überschritten haben. Den Äquator Anfang des Jahres sind wir jetzt am südlichen Wendekreis, mitten in Namibia. Die ganzen Wellblechpisten über die letzten Hunderten von Kilometern haben uns da oben an unserer Ladung tatsächlich so ein Zurband gekostet, was wir jetzt erstmal reparieren müssen. Die Spitzkoppe ist unser nächstes Ziel. Der Inselberg überragt mit seinen 1728 Metern seine Umgebung um fast 700 Meter und ist schon aus der Ferne gut zu erkennen. Hinter mir die Spitzkoppe, das meist fotografierteste Objekt in Namibia und auch liebevoll das Matterhorn Namibias genannt, wobei sie außer der Form wohl nichts gemeinsam haben. Hier gibt es eine Parkanlage, in der wir gerade stehen. Die ist so weitläufig, hier gibt es Wanderwege, man kann die Steine beklettern und alles in allem liegt sie, ich glaube, 1,5 Stunden vor Swakopmund, also im Südwesten Richtung Küste, und es lohnt sich unbedingt hierher zu kommen.
müssen etwas suchen, ehe wir noch ein ruhiges Plätzchen für die Nacht finden. Es zieht uns wieder an die Küste. Bei Walvis Bay erreichen wir das Meer und den Strand. Touren auf dem Strand sind ein sehr beliebtes Ausflugsziel und werden von Agenturen vor Ort angeboten. Wir aber wollen mit unserem eigenen Auto den Strand besiegen, obwohl wir wissen, dass schon einige Autos den Strand vor Flut nicht rechtzeitig verlassen konnten. Auch uns fordert der Sand so richtig heraus. Wir sind auf der Landzunge vor Walvis Bay, auf dem Weg ganz hinter. Da sollen die Walrösser liegen, die wollen wir uns jetzt anschauen. Jetzt haben wir erstmal Luft abgelassen und schauen wir mal, ob wir da hinkommen, ob wir da durchkommen. Als erstes versucht Robert, unseren Defender durch Rückwärtsfahren zu befreien. Als das nicht hilft, muss der Spaten raus. Jetzt hilft nur noch Luft weiter runter und wieder langsam rückwärts und vorwärts. Also super gemacht. Scheiß Sandwich Bay. Aber wir geben nicht auf und starten am nächsten Tag einen neuen Versuch. Die Sonne strahlt und wir passieren riesige rosa Salzbecken. Seine Farbe bekommt das Wasser von salzliebenden Algen und Bakterien. Mikroalgen, die extrem gut in salzhaltigem Wasser gedeihen, besitzen ein Pigment, welches sie vor zu starker Sonnenstrahlung schützt, und genau dieses Pigment erzeugt die rosa bis rötlichen Färbung. Flamingos bekommen ihre rote Färbung durch die Nahrung, da sie die Algen, aber auch Krebstiere und Plankton, die diese Pigmente enthalten, zu sich nehmen. Ihr lustiges Gestampf im Wasser sorgt dafür, dass die gewünschten Mahlzeiten an die Oberfläche getrieben werden. So, heute hat es geklappt und hat riesig Spaß gemacht. Obwohl ich muss sagen, für unsere 3 Tonnen ist es echt grenzwertig, weil es brutal weich und auch teilweise nass von unten ist. Aber es hat funktioniert. Es gibt nichts Geileres als ein Land Rover, schon klar. Reisen bedeutet für uns nicht nur interessante Orte besuchen, sondern auch Menschen kennenlernen und Freundschaften schließen. Immer wieder fasziniert es uns, welche unterschiedlichen Wege eine Reise eröffnet. Wir treffen Romy, Mario und ihre beiden Kinder wieder. Sie haben nach der Reise durch Westafrika beschlossen, sich in Namibia ein neues Leben aufzubauen. Neugierig beobachten wir das Treiben auf der Baustelle und lernen, dass es recht einfach und derzeit auch kostengünstig ist, sich in Namibia niederzulassen. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, wir hätten nicht den ein oder anderen Gedanken dazu durchgespielt.
Unsere Reise aber geht weiter und wir legen einen Stopp in Swakopmund ein. 1892 von deutschen Kolonialisten gegründet, ist der deutsche Einfluss auch heute noch stark spürbar. Wir finden deutsche Restaurants mit äußerst hoher Qualität bei den Getränken und Speisen. Diese Kombination lässt es uns fast wie zu Hause fühlen. Hier in Swakopmund nutzen wir die gute Versorgung mit Land Rover Teilen. Und zwar nicht für Dinge, die wir technisch brauchen, oder die technisch müssen, sondern für Dinge, die wir wollen. Nämlich unser Armaturenbrett, was ziemlich runtergerockt ist und was wir vor Start der Reise nicht erneuern haben können. Beziehungsweise ist es auch extrem schwer, Teile für ein Armaturenbrett zu bekommen, beziehungsweise überhaupt nochmal ein Armaturenbrett, ein neues zu bekommen oder ein gutes zu bekommen für ein 300 TDI. Deshalb genau, versuchen wir das mal Stück für Stück. Und hier in Swakopmund haben wir Teile bekommen. Ein super Land Rover Part-Dealer. Und die tauscht Robert jetzt gerade aus. Finally. Das ist das Originalteil, gebrochen. Das ersetzen wir jetzt mit diesem Startteil. Genau. Und der Plan ist Hier natürlich treffen wir Patrick. Er unterstützt das Waisenhaus Happy Land Namibia mit Spenden. Carmen, von den Kindern liebevoll Mutter Afrika genannt, betreut und versorgt hier rund 40 Kinder. Das jüngste von ihnen ist gerade einmal 2 Monate alt und alle Kinder teilen das gleiche Schicksal von Missbrauch und Misshandlung. Wir dürfen die Kinder besuchen und die Spenden mit Patrick überreichen. Es ist ein sehr emotionaler und denkwürdiger Nachmittag, der uns tief bewegt. Aber wir haben hier den Jonas, der ist 7 Jahre alt. Now it's good. Now it's good. Mama Africa, tell us, what is this? Okay, this is the kitchen. This is where we cook for the kids. This is the stove that we use to put 2 pots at one time. 2 big pots to cook for our kids. So beautiful. It's not perfect, but we are happy and we are. I think it's a very nice place. We are happy. You're The whole happy? time the whole place was with this. So I'm trying to get now sponsors for brick building with bricks, like the other 2 rooms, because this whole thing is just cardboard. Now we are looking for sponsors for this room, the 23 kids, the small kids room, and the wall where they are staying. I'll show you now the room where 23 of them are sleeping. Yeah, please show And us. my baby. Sorry. The smallest. The smallest kid? Just 2 months. 2 months. He's 2 months old. The smallest now. And these are the guard dogs. You want to piss again? This is the smallest now. We are sleeping in here. We are 23, 25 sleeping here. You sleep as well here? The teacher, Tina. Tina, wat maak je met wie ze volgens je? 23 people are sleeping in here. Huh? 23 people are sleeping in here. Teaching, and then some of them are going most now to pre-primary, and in the morning they are going to school, so they are almost 25 going to school with the small ones, and they go to school every morning. Okay, they go to school. The smaller ones, yeah, for pre-primary, they are going to one Catholic school. They go to school and then they come back in the afternoon. You see the steering wheel is on the other side, because Germany, they have the steering wheel on the left side, and we are driving opposite side. It's the other way around. That's why he is driving on that side. Yeah, you see, this is a German car. They are traveling 1 year now.
Okay, Also ja. wenn die Leute was spenden wollen, was müssen sie denn dann tun? Genau, also wenn die Menschen etwas spenden wollen, dann gerne erstmal über die Seite benguela-namibia.com schon mal informieren und reinschauen. Es wird demnächst so passieren, dass man dort über einen Spendenbutton automatisiert gleich geldlos wird oder einfach direkten Kontakt mit mir aufnehmen über die verschiedenen Wege. Und dann entscheiden wir gemeinsam über Möglichkeiten, wie man einmalig oder langfristig hier in Namibia Menschen unterstützen kann. Unsere Reise führt uns weiter nach Norden, denn wir wollen endlich Tiere sehen. Das ist Cape Cross, die Seehundkolonie. Hier ist alles voll, es riecht, naja, aber es ist total süß. Diese Kolonie umfasst 200.000 Tiere, womit sie eine der größten an Land befindlichen Kolonien dieser Art ist. Der Geruch ist legendär und kann schon von weitem wahrgenommen werden. Er entsteht aus einer Kombination aus Kot, Fischresten und den natürlichen Ölen der Tiere. Die meisten Robbenbabys werden im November und Dezember geboren. Unter den tausenden Tieren erkennen Mütter ihre Babys am Geruch und an der Stimme. Sie entwickeln einzigartige und spezifische Rufe, was Müttern und Babys ermöglicht, sich zu erkennen. Wir sind an der Skeleton Coast, in dem Nationalpark an der Küste Richtung Norden, Richtung Grenze Angola schon wieder. Und es ist ziemlich verrückt hier. Die ganze Landschaft, alles flach, links das Meer, rechts Canyon, Sand. Im Moment haben wir einen riesen Sandsturm. Echt brutal. Die Skeleton Coast ist eine der unwirtlichsten Küstengegenden Namibiens. Ihr Name stammt von den unzähligen Schiffwracks, die im Laufe der Jahrhunderte entlang der Küste gestrandet sind, sowie den Skeletten von Walen und anderen Meerestieren, die an Land gespült wurden. Uns treibt es weiter in den Norden. Hier soll es die letzten Wüstenelefanten und sogar Löwen geben. Etwas entfernt von der Küste starten wir unseren ersten Versuch, Wüstenelefanten zu sehen, im Poro-Flussbett. Wir finden zwar keine Wüstenelefanten, aber dafür den wohl traumhaftesten Platz unserer Reise. Wir sind auf der Suche nach Wüstenelefanten von der Skeleton Coast aus, ca. 100 Kilometer ins Land rein nach Sesfontein und von Sesfontein jetzt witzigerweise wieder Richtung Küste zurück, nochmal ungefähr 100 Kilometer und stehen jetzt hier an einem trockenen Flussbett mit einer wunderschönen Aussicht und ein bisschen Feuer und ja, nur leider die Wüstenelefanten, die haben wir noch nicht gefunden. Noch ganz verzückt geht unsere Suche am nächsten Morgen weiter. Einen ganzen weiteren Tag dauert es, bis es soweit ist. Wir fahren wieder zurück und erkunden das Hoanib-Flussbett, denn hier sollen die letzten Wüstenelefanten leben. Der Hoanib-Fluss ist ein saisonaler Fluss. Das bedeutet, dass das Flussbett in der meisten Zeit des Jahres trocken ist. Im Flussbett befinden sich einige Oasen, die von unterirdischen Wasserarmen gespeist werden und die Vegetation wachsen lassen. Und dann stehen sie plötzlich vor uns. Die Wüstenelefanten Namibias sind eine spezielle Population von afrikanischen Elefanten,
die sich an das Leben in den extremen Bedingungen der Wüstenregionen angepasst haben. Sie haben längere Beine und schmalere Körper im Vergleich zu anderen afrikanischen Elefanten und eine außergewöhnliche Fähigkeit, Wasserquellen zu finden. Wüstenelefanten legen oft bis zu 70 Kilometer am Tag zurück, um Wasser und Nahrung zu finden. Sie wandern entlang von Flussbetten und nutzen uralte, über Generationen hinweg überlieferte Routen. Aufgrund ihres begrenzten Lebensraums und der Bedrohung durch Dürre, Wilderei und Konflikte mit Menschen gibt es nur noch etwa 150 bis 200 dieser Elefanten in Namibia. Vollkommen euphorisch fahren wir langsam weiter durch das Flussbett und können unser Glück kaum fassen, als wir am Ende eines langen Tages auch noch einen Löwen erblicken. Hat sich der Ausflug nach Sesfontein jetzt gelohnt? Ich muss sagen, definitiv ja. Die Elefanten in dem Flussbett auf eigene Faust zu suchen, war einfach ein unvergleichliches Erlebnis. Am Ende des Tages mit dem Löwen beschenkt zu werden, sowieso. Obwohl, ich muss aber auch sagen, für das Auto ist es definitiv eine Tortur. Wir verlassen Sesfontein jetzt wieder und haben beschlossen, nochmal an die Küste zurückzufahren, um noch einmal durch den Skeleton Coast Park zu fahren und hoffen auf besseres Wetter und tolle Bilder. Diesmal erleben wir nach einem ordentlichen Sandsturm einen der wenigen sonnigen Momente an der Skeleton Coast. Wir sind überwältigt von den Farben, dem Blau des Atlantik, dem Rosa des extrem salzhaltigen Sandes und der strahlenden Sonne. Schabrackenschakale existieren schon sehr lange. Es wurden 3 Millionen Jahre alte Fossilien entdeckt, die ihre lange Existenz nachweisen. Schakalenpärchen bleiben ein Leben lang zusammen und leben in Höhlen, die bis zu 2 Meter tief sind. Wir haben es tatsächlich geschafft und sind zum Sonnenuntergang am Schiffswrack an der Skeleton Coast. Check! Wir erreichen erst bei Dunkelheit das Tor am Parkende und dürfen diesen nicht mehr verlassen. Am nächsten Morgen brechen wir zu unserem letzten großen Ziel unserer Rundreise auf. Der Etosha Nationalpark ist wohl das bekannteste und begehrteste Ausflugsziel in Namibia. Mit knapp 23.000 Quadratkilometern ist er einer der größten Nationalparks Afrikas. Die Etosha Pfanne ist das Herzstück des Parks. Eine riesige, salzverkrustete Pfanne von etwa 4.800 Quadratkilometern. Diese Pfanne ist das Überbleibsel eines alten Sees und füllt sich nur sehr selten mit Wasser. Wenn es jedoch regnet, zieht sie große Mengen an Wildtieren und Vögeln an. Der Weg führt direkt entlang an dieser riesigen Salzpfanne, die zu Regenzeiten sogar Wasser führt. Und davon ab gehen immer so kleine Wege zu Wasserlöchern, wo man selbst tagsüber richtig viele Tiere sehen kann. Und daher ist es so eine gute Mischung aus Safari und Meditation am Wasserloch. Im gesamten Park gibt es zahlreiche Wasserlöcher, die vor allem während der Trockenzeit lebenswichtige Wasserquellen für die Tiere sind. Diese Wasserlöcher sind ideal für die Tierbeobachtung, insbesondere am frühen Morgen oder späten Nachmittag. Etosha ist bekannt als einer der besten Nationalparks Afrikas für Selbstfahrersafaris. Wir starten unsere Safari vom Halali Camp, was in der Mitte des Parks liegt und somit ein idealer Ausgangspunkt in alle Richtungen ist. Schnell erleben wir, wie beliebt der Park ist.
denn immer wieder kommen uns Kolonnen von Safari-Autos entgegen. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten und begeben uns auf unsere eigene, faszinierende Safari. Zebras sind unsere erste Begegnung. Riesige Herden ziehen durch das Land. Wir haben viel Zeit, ihr Treiben an den Straßen und Wasserlöchern zu beobachten und versuchen herauszubekommen, ob auch wir ihre individuellen Streifenmuster erkennen, an denen sie sich auseinanderhalten. Kudus lieben es, Mandarinen zu essen. Sie können bis zu 3 Meter hoch springen, höher als jede andere Antilopenart. Sie sind nicht auf Wasser angewiesen, da sie es aus der Nahrung bekommen, trinken aber, wenn Wasser verfügbar ist. Damara-Dik-Diks stehen unter Naturschutz. Sie werden wegen ihrer kleinen Knochen gejagt, da diese zur Herstellung traditionellen Schmucks verwendet werden. Tief im Gebüsch erspähen wir eine Tüpfelhyäne. Sie beobachtet angestrengt die Gegend, ehe sie mit den Resten eines toten Tieres im Dickicht verschwindet. Geparden sind tagaktiv und jagen im hohen Gras. Sie fressen ihre Beute immer sofort, bevor Aasfresser sie stehlen, und so haben wir das riesige Glück, mitten am Tag einen Gepard beim Fressen zu entdecken. Die Straßen im Park machen uns zu schaffen, denn das Wellblech und die Löcher sind so groß, dass es die Hölle für unser Auto ist. Giraffen sind als größtes lebendes Tier schon aus der Ferne gut zu sehen, denn selbst beim Schlafen bleiben sie meistens stehen, da sie nicht länger als 5 Minuten ihren Kopf auf dem Hinterteil ablegen können. In Etosha gibt es ca. 1700 Spitzmaulnashörner, was etwa 30% der weltweiten Nashornpopulation ist. Die vom Aussterben bedrohten Tiere werden in ihre Hörner von Wilderern gejagt. Aufgrund ihres schlechten Sehvermögens nutzen sie hauptsächlich ihren Geruchssinn zur Orientierung und setzen dazu Duftmarken, die sie mit Urin versprühen. Obwohl sie Einzelgänger sind, verhalten sie sich an Wasserlöchern sozial. Meistens. Afrikanische Savannenelefanten sind die größten aller Elefantenarten in Afrika. Sie erreichen eine Schulterhöhe von 3 bis 4 Metern und wiegen zwischen 4 und 7 Tonnen. Savannenelefanten haben große, breite Ohren, die helfen, die Körpertemperatur zu regulieren. Ihre Stoßzähne sind lang und nach außen gewölbt, was ihnen hilft, Bäume zu entwurzeln und Zugang zu Nahrung zu bekommen. Sie sind sehr sozial und leben in großen Herden, die von starken Leitkühen geführt werden. Sie sind bekannt für ihre soziale Bindung und ihr komplexes Kommunikationssystem, das auch niederfrequente Töne beinhaltet, die über große Entfernungen hörbar sind. Ihre Emotionen zeigen sie auf unterschiedliche Art und Weise. Kopfschütteln kann Ärger bedeuten und Anlaufen ist oft nicht ernst gemeint, sondern endet kurz vor der Bedrohung mit viel Trompeten und Staub. Kommt ein Elefant aber still und mit gesenktem Kopf, könnte das gefährlich werden. Gegen die Hitze duschen und baden sie gern in Wasser und Staub. Wir hatten in den letzten Monaten das große Glück, 3 unterschiedliche Elefantenarten in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Während die Waldelefanten in Guinea in dichten Regenwäldern leben, sind Wüstenelefanten in Namibia an trockene Wüstengebiete angepasst. Die Savannenelefanten durchstreifen offene Grasländer. Der Savannenelefant ist der größte und schwerste dieser 3 Arten, gefolgt von Wüsten- und Waldelefanten. Waldelefanten sind die kleinsten und haben die kürzesten Stoßzähne. Dafür haben Wüstenelefanten längere Beine, die sie für die langen Wanderungen benötigen. Der Savannenelefant besitzt die charakteristisch größten Ohren zur Wärmeabfuhr. Hat Namibia unsere Herzen erreicht? Ja.
Obwohl, am Anfang war ich skeptisch. Namibia wirkte ziemlich glatt und touristisch sehr gut erschlossen. Das ist es auch, aber das Land ist so riesig und weitläufig, dass es selbst an den klassischen touristischen Orten zwar voll, aber noch nicht übervoll ist. Die unendliche Weite der Wüste, die raue Atlantikküste, die wilden Tiere sind eine unglaublich schöne Mischung. Wir haben die Ruhe und Abgeschiedenheit vieler Plätze, aber auch die gute Versorgung in den Städten genossen. Von historischen Orten bis zu wilden Safaris haben wir in Namibia alles erlebt. Namibia ist aus unserer Sicht das perfekte Land für einen ersten Individualurlaub in Afrika und eine Safari im eigenen Auto. Wird Namibia das nächste Mallorca? Es hat definitiv das Potenzial, als exotisches, sonniges, aufregendes und sicheres Reiseland Mallorca in den nächsten Jahren den Rang abzulaufen. Wir verlassen Namibia nun in Richtung Osten und freuen uns auf die vor uns liegenden Länder im östlichen und südlichen Afrika. Botswana, wir kommen!